Wir sehen hinter uns ein uns altbekanntes Grab. Sie alle haben mit mir das Grab schon in der Restaurierungswerkstatt betrachtet. Und zwar war das Grab dort noch in einzelne Teilblöcke zerlegt. Sie wissen, dass wir das im Museum normalerweise so nicht machen. Wir nehmen normalerweise große Blockbergungen komplett in der Kiste, wie etwa das große Kriegergrab von Lützen, das Massengrab von Lützen, und transportieren die in unser Labor, um sie dort zu zerlegen. Hier in Klein-Jena war das etwas anderes. Beim Straßenbau wurde ein Gräberfeld entdeckt und dieses Gräberfeld war sehr schwer zu bergen in kurzer Zeit, Regen, tumultuarische Umstände. Und dann haben wir beschlossen, dass wir das wichtigste Grab, das ganz eindrücklich ist, in Teilblöcken bergen. Das heißt also das ein Skelett nach dem anderen und es später wieder zusammensetzen. Diesen Vorgang haben wir Ihnen in der Restaurierungswerkstätte gezeigt und dort haben wir bereits über dieses wichtige Grab gesprochen. Und jetzt sehen Sie das Ergebnis der hervorragenden Arbeit unserer Restauratoren unter der Leitung von Herrn Dr. Wunderlich. Und ich glaube, dieses Ergebnis ist absolut beeindruckend in dieser zusammengesetzten Blockbergung. Und Sie sehen hier links von mir einen großen Mann liegen, etwa 50 bis 60 Jahre alt. Zu seinen Füßen liegt ein Sattel und zu seinen Füßen liegen Sporen, die ihn als Reiter kennzeichnen. Daneben hat er Waffen dabei, das Schwert fehlt. Schwerter und Lanzen gibt man zu dieser Zeit nicht mehr mit. Aber Sporen und Sattel kennzeichnen ihn als Reiter. Und demzufolge sehen Sie hier rechts von mir auch zwei Pferde. Und die Pferde, und das ist etwas ganz Besonderes, sind aufgezäumt. Die Pferde haben Zaumzeug und vor allem haben die Pferde Sättel mit Steigbügeln. Und diese Steigbügel sind hier um 750, 770, so datiert das Grab, etwas ganz Besonderes. Denn die Steigbügel ermöglichen eine völlig neue Kampfweise. Man kann gleichsam auf dem Pferd stehen, man kann Bogen schießen, vor allem aber kann man sich mit der Lanze in den Kampf legen und man hat einen Widerstand. Die Steigbügel sind eigentlich das entscheidende Element und die entscheidende Erfindung für das europäische Rittertum. Ohne Steigbügel gäbe es die ganzen Ritter des Mittelalters nicht. Sie alle kennen das Lanzenstechen. Dort spreizen sich die Ritter in diese Steigbügel. Diese Erfindung der Steigbügel ist keine karolingische Erfindung, keine mitteldeutsche Erfindung. Sie ist eine chinesische Erfindung des 2. Jahrhunderts nach Christus. Und sie kommt über die Awaren, ein Reitervolk im 6., 7. Jahrhundert nach Mitteleuropa. Neben den aufgesattelten Pferden liegt ein Pferdeführer. Sie sehen diesen Mann, jüngerer Mann, etwa 30 bis 40 Jahre alt. Und wenn man ihn genau anschaut, sieht man, dass der Kopf in einer unnatürlichen Position zum Körper liegt. Und das liegt daran, dass er am 4. Wirbel abgetrennt wurde und der Kopf wurde nicht irgendwie im Kampf abgetrennt und dann wurde der Tote dem Herrn mitgegeben. Nein, man sieht, dass am Kopf gezogen wurde, sodass zwischen den Wirbeln ein kleiner Spalt entstand und man hat ganz sauber den Kopf mit einem Schwerthieb abgetrennt. Das sieht man an der Schnittfläche des 4. und 5. Wirbels ganz, ganz deutlich. Das heißt, wenn der nicht irgendwie im Zuge eines Kampfes getötet wurde, sondern wenn er absichtlich getötet wurde, dann handelt es sich um Totenfolge. Das heißt, der Diener oder Sklave wurde getötet, um den Herrn als Pferdeführer ins Grab nachzufolgen. Und er liegt auch nicht beim Herrn als Kampfgenosse daneben, sondern er liegt neben dem Pferde, also neben der Tierbeigabe. Die Pferde wurden ja auch für den Herrn geschlachtet. Und das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass man ihn außerhalb und nicht mehr im Herrn betrachtet. Er ist Teil des Gesindes, wie die Pferde Teil des Besitzes sind, ist der Pferdeführer Teil des Besitzes. Und Sie sehen, dass die Pferdeköpfe so abgesackt sind. Die Pferdeköpfe lagen auf dem Holzdeckel des großen Sarges oder des hölzernen Einbaus für das Grab und das Holz ist verrottet. Es war noch ein Hohlraum, sodass die Pferdeköpfe nach unten abgesackt sind. Wir können uns also das Grab folgendermaßen vorstellen: eine große Holzkiste, da liegt der Herr mit den Beigaben drin, sicher mit prächtigen Gewändern, mit Sattel, mit Sporen und mit allem, was er benötigt. Und auf dem
Deckel des Sarges oder der Holzkiste liegen die Pferdeköpfe, die sicherlich sein wertvollster Besitz waren. Und daneben liegt der Pferdeführer, blutig hingeschlachtet. Was aber das Besondere ist, ist der Zeitpunkt. 750, 770. Wir haben beim Reiterstein von Hornhausen gesehen, dass Karlmann und Pippin, die fränkischen Könige, Streifzüge und Kriegszüge und Bestrafungen im Sächsischen durchführen. Die Sachsen sollen und die Thüringer sollen sozusagen gebändigt werden. Sie sollen christianisiert werden. Sie sollen zivilisiert werden. Etwas, das eigentlich 531 mit dem Sieg der Franken über die Thüringer schon hätte geschehen sollen. Aber offenbar klappt das nicht, denn die Thüringer, und es ist hier in Thüringen hinter mir, er liegt im Herzen des Thüringerreiches, bei der heutigen Neuenburg. Diese Thüringer orientieren sich an den über den Harz kommenden Sachsen. Und sie werden wieder heidnisch und sie pflegen heidnische Gebräuche. Nichts anderes ist doch das Menschenopfer und nichts anderes ist das Tieropfer. Und innerhalb weniger Jahrzehnte werden auch diese Thüringer und die Sachsen so weit christianisiert, dass mit dem Untergang der Merowinger und Karolinger, mit dem Untergang der Herrschaft im Westen des Reiches, plötzlich der Osten, der frische, neu christianisierte Osten mit den Ottonen mächtig wird und Heinrich der Vogler, Heinrich I. 931 zum deutschen König gewählt wird. Heinrich, der Vater Ottos des Großen, der 951 in der Ungarnschlacht das Abendland rettet vor den Ungarn und vor dem Untergang sozusagen dieser Plünderer, die Sklaven in Mitteleuropa für die Araber erbeuteten. Das verdanken wir Otto, dass wir nicht eine Sklavenausbeutungszone wurden, dass Mitteleuropa Mitteleuropa wurde, dass Europa einen Aufstieg erfuhr. Das verdanken wir diesem Sieg Karls gegen die Awaren und dem Sieg Ottos gegen die Ungarn. Und das alles, was wir hier erleben mit diesen heidnischen Königen, geschieht kurz vor dieser historischen Epoche, die wir als Beginn des Heiligen Römischen Reiches sehen.